Lektion 1: Hotelausstattung. Ja, wir haben ein Fitnessstudio im 3. Stock, perfekt. Ich werde es mir bei Gelegenheit ansehen. Das klingt super. Der Zugang zu einem Fitnessstudio auf Reisen ist ein echter Bonus. Ich stimme zu. Es macht es einfacher, auch unterwegs ein Fitnessprogramm aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, nach einem langen Tag voller Meetings Stress abzubauen. Genau. Ein gutes Training kann Ihnen neue Energie geben. Das finde ich toll. Gibt es noch andere Einrichtungen, auf deren Nutzung Sie sich freuen? Auch vom Schwimmbad bin ich begeistert. Schwimmen ist für mich eine der schönsten Möglichkeiten zum Entspannen. Das klingt wunderbar. Es ist eine so erfrischende Art, nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Ja. Ich kann es kaum erwarten, ein Bad zu nehmen und meine Freizeit zu genießen. Lektion 2: Wettergrundlagen. Basierend auf der Annahme, dass Luft Gewicht hat und auf Objekte drückt, misst ein Barometer diesen Luftdruck. Das ist ein faszinierendes Konzept. Es ist unglaublich, wie etwas, das wir nicht sehen können, einen so großen Einfluss hat. Absolut. Das Verständnis des Luftdrucks hilft uns, Wetteränderungen effektiv vorherzusagen. Ja. Es ist interessant, dass Barometer seit Jahrhunderten zur Vorhersage von Stürmen und schönem Wetter verwendet werden. Stimmt's? Es ist ein einfaches, aber wichtiges Werkzeug für Segler und Piloten gleichermaßen. Ich finde es toll, wie die Wissenschaft so viele Phänomene erklären kann, denen wir täglich begegnen. Genau. Es verbessert unser Verständnis der Welt um uns herum. Und es weckt die Neugier, wie Dinge funktionieren, was so wichtig ist. Ja. In der Wissenschaft geht es darum, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Lektion 3: Die Kraft des Lachens. Weißt du, ich konnte nicht aufhören, über den Witz zu lachen, den du vorhin erzählt hast, er war einfach zu lustig. Lachen ist wirklich wichtig, nicht wahr? Es bringt Menschen zusammen und hält die Stimmung auf. Auf jeden Fall. Es kann einen langweiligen Tag in etwas Unvergessliches und Freudiges verwandeln. Und es ist faszinierend, wie Lachen sogar Stress abbauen und uns ein besseres Gefühl geben kann. Genau. Manchmal denke ich, Lachen ist die beste Medizin, die wir haben. Das ist es wirklich. Jemanden lachen zu hören, kann ihre Stimmung sofort heben. Ich muss oft sogar über die albernsten Dinge lachen, und es fühlt sich einfach so gut an. Oh, da stimme ich voll und ganz zu. Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit Freunden herzhaft zu lachen. Also, auf mehr Lachen in unserem Leben. Lektion 4: Der mysteriöse Künstler. Wissen Sie, wer der Künstler hinter dem atemberaubenden Gemälde ist, das wir in der Galerie gesehen haben? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es könnte jemand Berühmtes sein, vielleicht aus der Neuzeit. Das macht Sinn, der Stil hat auf jeden Fall ein zeitgenössisches Flair. Ja, und die Farben waren so lebendig und haben die Essenz des Lebens wunderschön eingefangen. Ich würde gerne mehr über die in diesem Stück verwendeten Techniken erfahren, es ist faszinierend. Auf jeden Fall. Kunst kann Emotionen ausdrücken, die sich manchmal nicht in Worte fassen lassen.
Ich habe das Gefühl, dass jeder Pinselstrich eine Geschichte erzählt und uns einlädt, sie auf unsere eigene Weise zu interpretieren. Genau. Es ist wie ein Gespräch zwischen Künstler und Betrachter. Ich frage mich, wie viele Menschen in Gedanken versunken vor diesem Gemälde gestanden haben. Lektion 5. Die Rolle der Jury. Ich erinnere mich, dass Henry sagte, dass Strafsachen auf der Grundlage der Meinung von 12 ehrlichen Personen entschieden werden sollten. Das ist eine interessante Perspektive, insbesondere wenn man bedenkt, wie wichtig ein faires Urteil ist. Genau. Die Stimmen derjenigen, die das Verbrechen und seine Auswirkungen verstehen, sind in solchen Fällen von entscheidender Bedeutung. Es ist faszinierend, wie das Geschworenensystem darauf ausgelegt ist, das Gewissen der Gemeinschaft widerzuspiegeln. Ja, und unterschiedliche Meinungen können zu einem ausgewogeneren Urteil führen. Es ist beruhigend zu wissen, dass Gerechtigkeit das Zusammenkommen unterschiedlicher Standpunkte erfordert. Ich stimme zu. Es erinnert uns daran, wie wichtig Fairness und Integrität in unserem Rechtssystem sind. Und es unterstreicht auch die Verantwortung, die mit der Tätigkeit als Geschworener einhergeht. Auf jeden Fall. Jeder Geschworene hat die Macht, das Leben eines Menschen maßgeblich zu beeinflussen. Lektion 6. Gesund bleiben. Wenn Sie sich energiegeladen fühlen möchten, ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und auf Alkohol zu verzichten. Wenn ich an dem Tag nicht genug Wasser getrunken habe, bin ich normalerweise müde, wenn ich zur Arbeit komme. Es passiert so leicht, dass wir die Flüssigkeitszufuhr vergessen, besonders wenn wir beschäftigt sind. Ja, und es ist erstaunlich, wie sehr sich dies auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirken kann. Mir ist aufgefallen, dass sich meine Konzentration und mein Energieniveau verbessern, wenn ich mehr Wasser trinke. Das stimmt. Manchmal übersehen wir einfache Gewohnheiten, die unsere Gesundheit verbessern können. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden, nicht wahr? Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, dem Nachmittagstief zu entgehen. Auf diese Weise treffen Sie jeden Tag gesündere Entscheidungen. Lektion 7. Die Zeiten und Illustrationen. Wussten Sie, dass die Times eine der ersten Zeitungen war, die Illustrationen enthielt? Das ist faszinierend. Es muss die Art und Weise verändert haben, wie die Menschen damals Nachrichten konsumierten. Absolut. Die erste Zeitung, die Illustrationen verwendete, ebnete den Weg für den modernen Journalismus. Es ist unglaublich, wie visuelle Elemente das Geschichtenerzählen und das Verständnis verbessern können. Ja, es ermöglicht den Lesern, sich tiefer mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Ich frage mich, wie die Leser damals auf diese Illustrationen reagiert haben. Sie fanden es wahrscheinlich viel ansprechender als bloßen Text. Es ist erstaunlich, wie sich die Innovation in den Medien auch heute noch weiterentwickelt. In der Tat. Es geht darum, Informationen zugänglicher und ansprechender zu machen. Lektion 8. Treffen im Theater. Wie wäre es, wenn wir uns um 19 Uhr im Theater für die neue Show treffen? Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Die Kritiken waren fantastisch. Oh, vergessen Sie nicht, Ihre Tickets mitzubringen. Wir möchten das nicht verpassen. Auf jeden Fall. Ich werde dafür sorgen, dass Sie bereit sind. Und vielleicht können wir danach noch etwas essen? Das klingt nach einer großartigen Idee.
Es wird schön sein, über die Show zu sprechen. Ich finde es toll, dass wir unsere Gedanken und Meinungen zu Aufführungen austauschen können. Ja, es macht das Erlebnis noch schöner, wenn man darüber reden kann. Auf einen unterhaltsamen Abend voller Lachen und toller Gespräche. Lektion 9: Inneren Frieden kultivieren. Ja, ich habe davon gelesen. In dem Buch geht es doch wirklich darum, inneren Frieden zu finden, oder? Genau. Es betont die Bedeutung von Achtsamkeit in unserem täglichen Leben. Das finde ich faszinierend, besonders in der heutigen schnelllebigen Welt. Es passiert so leicht, dass wir uns im Stress verlieren und vergessen, uns einen Moment Zeit für uns selbst zu nehmen. Ja, Achtsamkeitsübungen können uns helfen, uns zu erden und unser allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Ich stimme zu. Schon ein paar tiefe Atemzüge können einen großen Unterschied machen. Es ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, das viele Leute übersehen. Auf jeden Fall. Innere Ruhe zu finden kann zu einem erfüllteren Leben führen. Auf Achtsamkeit und Freude an den kleinen Dingen. Lektion 10: Termine verwalten. Aber es ist so schwierig, wenn so viele Termine einzuhalten sind, finden Sie nicht? Ich verstehe das vollkommen, es kann manchmal überwältigend sein. Ja, und der Druck kann unsere Produktivität und unser Wohlbefinden wirklich beeinträchtigen. Es fällt mir schwer, konzentriert zu bleiben, wenn ich mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen muss. Genau. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und unsere Zeit effektiv zu verwalten. Ich erstelle oft Listen, um den Überblick darüber zu behalten, was zuerst erledigt werden muss. Das ist eine großartige Strategie. Sie hilft uns, alles zu visualisieren, was wir erreichen müssen. Ja, und es gibt uns ein Gefühl der Zufriedenheit, wenn wir Dinge abhaken. So finden Sie auch in den arbeitsreichsten Zeiten die Balance. Lektion 11: Pendlerrealität. Es hängt vom Verkehr ab, aber außerhalb der Stoßzeiten dauert die Fahrt etwa 15 Minuten. Das ist nicht so schlimm. Ich schätze, wie reibungslos der Arbeitsweg zu diesen Zeiten sein kann. Ja. Es ist erstaunlich, wie sehr die Tageszeit die Reisezeit beeinflussen kann. Auf jeden Fall. Ich versuche immer, meine Fahrten in ruhigeren Stunden zu planen, um dem Stress des starken Verkehrs zu entgehen. Das ist clever. Es trägt wirklich dazu bei, die Reise angenehmer zu gestalten. Ich stimme zu. Außerdem haben Sie dadurch etwas mehr Zeit, sich zu entspannen und die Fahrt zu genießen. Genau. Musik oder Podcast zu hören kann einen ansonsten langweiligen Arbeitsweg in etwas Angenehmes verwandeln. Ja. Es geht doch darum, die Zeit, die wir haben, optimal zu nutzen, oder? Auf jeden Fall. Ein wenig Planung kann unseren Alltag erheblich verbessern. Lektion 12: Telefonetikette. Die Telefonetikette ist so wichtig, und dennoch trauen sich manche Leute, unhöflich zu sein. Ich weiß, was Sie meinen, es ist überraschend, wie die Manieren am Telefon verloren gehen können. Genau. Es ist wichtig, die Person am Telefon mit Respekt und Freundlichkeit zu behandeln. Ja, ein einfaches Bitte oder Danke kann in einem Gespräch einen großen Unterschied machen.
Ich bin der Meinung, dass Kommunikation immer respektvoll sein sollte, unabhängig vom Medium. Absolut. Es spiegelt unseren Charakter und unsere Werte wider. Außerdem kann ein positiver Ton zu produktiveren Interaktionen führen. Dem kann ich nur zustimmen. Gute Kommunikation ist in allen Lebensbereichen entscheidend. Auf dass wir in unseren täglichen Gesprächen eine bessere Etikette praktizieren. Lektion 13: Umgang mit schwierigen Kunden. Es ist entscheidend, im Umgang mit anspruchsvollen Kunden präzise und professionell zu bleiben, meinen Sie nicht? Absolut. Klarheit ist der Schlüssel, besonders wenn die Emotionen hochkochen. Ich finde, dass aktives Zuhören hilfreich ist, es zeigt dem Klienten, dass seine Anliegen geschätzt werden. Ja, und wenn man ihre Probleme umgehend anspricht, kann man Spannungen wirklich abbauen. Eine weitere wirksame Strategie besteht darin, ruhig und gelassen zu bleiben, unabhängig von der Reaktion des Kunden. Genau. Ein klarer Kopf hilft, das Gespräch in eine positive Richtung zu lenken. Ich denke auch, dass eine Nachbereitung nach dem ersten Gespräch das Vertrauen und die Zufriedenheit stärken kann. Das ist ein guter Punkt. Es zeigt, dass Sie sich für die Lösung Ihrer Probleme einsetzen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit schwierigen Kunden souverän umgehen. Lektion 14: Den richtigen Schläger auswählen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, denn ich möchte einen zuverlässigen Schläger, der lange hält, insbesondere für meine Spiele. Das ist eine kluge Entscheidung. Die Investition in hochwertige Ausrüstung kann einen großen Leistungsunterschied bewirken. Genau. Ich habe Spieler gesehen, die mit billigen Schlägern zu kämpfen hatten, die einfach nicht hielten. Ja, und es ist frustrierend, wenn man sich während eines wichtigen Spiels nicht auf seine Ausrüstung verlassen kann. Ich bevorzuge etwas, bei dem Gewicht und Haltbarkeit im Gleichgewicht sind, das hat wirklich Einfluss auf meinen Schwung. Das stimmt. Auch die richtige Griffgröße ist entscheidend für Komfort und Kontrolle. Ich denke, ich werde vor dem Kauf ein Fachgeschäft aufsuchen und mich beraten lassen. Das klingt nach einem tollen Plan. Expertenmeinungen können Ihnen helfen, die besten Entscheidungen zu treffen. Hier finde ich den perfekten Schläger, der mein Spiel verbessert. Lektion 15: Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort. Von hier aus sind es etwa 10 Gehminuten. Ich hoffe, es ist leicht zu finden. Ist es auf der linken oder rechten Seite, wenn wir zur Hauptstraße kommen? Ich glaube, es ist auf der linken Seite, wir müssen nur nach dem großen Schild Ausschau halten. Das ist hilfreich. Ich schätze klare Anweisungen immer, besonders an neuen Orten. Ja, sich zu verlaufen kann so ärgerlich sein, wenn man in Eile ist. Genau. Ich möchte mir vor dem Aufbruch einen guten Orientierungssinn verschaffen. Ich denke, es wird uns gut gehen, solange wir zusammenhalten und aufpassen. Auf jeden Fall. Außerdem kann uns eine gute Karten-App dabei helfen, den Überblick zu behalten. Auf eine angenehme Reise zu unserem Ziel. Lektion 16: Tipps zur Konsistenz. Das ist beeindruckend. Gibt es Tipps, wie ich mein Training konsequent durchhalte? Auf jeden Fall. Der Schlüssel liegt darin, eine Routine zu etablieren, die zu Ihrem Lebensstil passt. Ja, ich denke, dass das Setzen realistischer Ziele mir dabei helfen kann, motiviert zu bleiben.
Genau. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und das Training entsprechend anzupassen. Ich habe oft mit Übertraining zu kämpfen, es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden. Das stimmt. Erholungstage sind genauso wichtig wie das Training selbst. Ein Trainingspartner kann es außerdem einfacher machen, einen Zeitplan einzuhalten. Auf jeden Fall. Es erhöht die Verantwortlichkeit und macht den Prozess angenehmer. Auf dass wir unseren Fitnessreisen treu bleiben. Lektion 17: Abenteuer erleben. Noch nicht, aber ich bin immer für ein Abenteuer zu haben. Und du? Ich liebe es, neue Orte zu erkunden. Hast du bald Pläne für eine Reise? Ich habe über eine Wanderung in den Bergen nachgedacht, die Landschaft wäre atemberaubend. Das klingt fantastisch. Frische Luft und schöne Aussichten sind immer eine tolle Kombination. Ja, und es ist eine fantastische Möglichkeit, vom Alltagsstress abzuschalten. Ich stimme zu. Die Natur hat die Eigenschaft, Geist und Seele zu regenerieren. Haben Sie Lieblingswanderorte, die Sie empfehlen würden? Auf jeden Fall. Nicht weit von hier gibt es einen Wanderweg mit atemberaubenden Ausblicken. Auf die gemeinsame Planung unseres nächsten Abenteuers. Lektion 18: Den Komfort anpassen. Mir ist aufgefallen, dass es sich hier etwas kalt anfühlt. Könnten Sie die Temperatur etwas erhöhen? Natürlich kann ich es anpassen. Komfort ist entscheidend, insbesondere wenn wir uns entspannen möchten. Danke. Ich bevorzuge immer eine gemütliche Atmosphäre, besonders wenn wir uns nett unterhalten. Ich stimme vollkommen zu, eine angenehme Umgebung trägt entscheidend dazu bei, dass wir unsere gemeinsame Zeit genießen können. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es noch etwas erhöhen würden, ich möchte mich rundum wohlfühlen. Kein Problem, ich sorge dafür, dass es für uns beide genau das Richtige ist. Perfekt, ich denke, das wird wirklich dazu beitragen, die richtige Stimmung für unser Gespräch zu schaffen. Genau, sich wohl zu fühlen kann zu tieferen Gesprächen anregen, finden Sie nicht? Ja, es schafft eine warme Umgebung, in der wir uns ohne Ablenkungen öffnen können. Lektion 19: Packen fürs Abenteuer. Denken Sie bei den Reisevorbereitungen daran, wichtige Dinge wie Sonnencreme, einen Hut und leichte Kleidung für das warme Wetter einzupacken. Tolle Idee. Sonnenschutz ist wichtig, besonders wenn wir viel im Freien sind. Genau, ich möchte nicht, dass uns ein Sonnenbrand unsere Abenteuer verdirbt. Ich auch nicht. Ein breitkrempiger Hut kann stilvoll und funktional zugleich sein. Und leichte Kleidung hält uns den ganzen Tag über kühl und komfortabel. Es scheint, als wären wir uns einig, was mitzubringen ist. Eine vorausschauende Planung ist immer von Vorteil. Ja, es hilft, Stress in letzter Minute zu vermeiden, bevor wir zu einem unterhaltsamen Tag aufbrechen. Außerdem läuft der Packvorgang viel reibungsloser, wenn alles organisiert ist. Ich stimme zu, es ist immer befriedigend, Dinge auf unserer Packliste abzuhaken. Lektion 20: Minimalismus annehmen. Ich habe über die Idee eines Statement Pieces für meine Garderobe nachgedacht. Was denken Sie? Mir gefällt die Idee. Ein auffälliges Statement Piece kann ein Outfit wirklich aufwerten und Persönlichkeit unterstreichen. Auf jeden Fall.
Aber auch minimalistisches Design fasziniert mich, es hat eine gewisse Eleganz. Minimalismus kann erfrischend und zeitlos sein und Ihnen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, ohne dass der Look überladen wirkt. Genau. Ein schlichtes Design kann manchmal mehr sagen als etwas Auffälliges. Es geht darum, herauszufinden, was bei Ihnen persönlich Anklang findet, nicht wahr? Ja, und es ist faszinierend, wie unterschiedliche Stile unterschiedliche Gefühle hervorrufen können. Auf jeden Fall. Ein Statementstück kann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während Minimalismus ein Gefühl der Ruhe vermittelt. Ich denke, es ist wichtig, in unserer Garderobe ein Gleichgewicht zwischen beidem zu haben. Lektion 21: Marketing-Einblicke. Lassen Sie uns den Zielmarkt für unser neues Projekt besprechen. Es ist entscheidend zu verstehen, wen wir erreichen möchten. Auf jeden Fall. Die Identifizierung unserer Zielgruppe hilft uns dabei, unseren Ansatz effektiv anzupassen. Ich frage mich, welche Kanäle Sie nutzen, um für ähnliche Produkte zu werben. Das könnte uns wertvolle Erkenntnisse liefern. Richtig. Social-Media-Plattformen können unglaublich wirkungsvoll sein, um jüngere Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Ja, und E-Mail-Marketing ist möglicherweise für ältere Zielgruppen, die eine direkte Kommunikation bevorzugen, effektiver. Es geht darum zu wissen, wo unsere potenziellen Kunden ihre Zeit verbringen und wie sie mit Marken interagieren. Genau. Wir können unsere Strategien an die Plattformen anpassen, die bei Ihnen Anklang finden. Darüber hinaus kann das Verständnis Ihres Verhaltens uns bei der Erstellung von Inhalten und Nachrichten leiten. Es ist faszinierend, wie viele Daten uns zur Verfügung stehen, die uns dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Lektion 22: Harte Arbeit beobachtet. Neulich beobachtete ich einen kleinen Mann mit dicken Schwielen an beiden Händen, der unermüdlich 15 oder 16 Stunden am Tag arbeitete. Das klingt nach einer unglaublichen Demonstration von Hingabe und Widerstandsfähigkeit. Es hat mich wirklich beeindruckt, wie hart manche Menschen arbeiten, nur um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, es ist eine Erinnerung an die Opfer, die viele bringen, um ihre Ziele zu erreichen. Ich konnte nicht anders, als seine Entschlossenheit zu bewundern. Es ist inspirierend, ein solches Engagement zu sehen. Absolut. Man erkennt die Mühe, die hinter den Kulissen entsteht und oft unbemerkt bleibt. Genau, hinter jeder Leistung steckt eine Geschichte harter Arbeit und Ausdauer. Und es ist wichtig, diese Geschichten anzuerkennen und zu respektieren, da sie unsere Gemeinschaften prägen. Ja, und das Teilen dieser Erfahrungen kann andere motivieren, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Lektion 23: Zeitmanagement. Wissen Sie zufällig, wann der Supermarkt schließt? Ja, es schließt um 20 Uhr, wir sollten also genügend Zeit haben, dorthin zu gelangen. Gut zu wissen. Wir können uns Zeit lassen und müssen beim Einkaufen nicht hetzen. Genau. Es ist schön, bei der Auswahl etwas Spielraum zu haben. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, verschiedene Gänge zu erkunden und neue Produkte zu entdecken. Ja, einkaufen kann ein lustiges Abenteuer sein, wenn wir es langsam angehen und das Erlebnis genießen. Mir gefällt die Idee, zu stöbern, anstatt einfach schnell das zu nehmen, was auf unserer Liste steht. Auf jeden Fall. Manchmal finden wir unerwartete Schätze, wenn wir es nicht eilig haben. Und dadurch fühlt sich das ganze Erlebnis angenehmer an und weniger wie eine lästige Pflicht. Lektion 24: Streben nach Frieden.
In der heutigen Welt erscheint das Streben nach dauerhaftem Frieden unter uns und mit allen Nationen wichtiger denn je. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, in unseren Interaktionen Verständnis und Mitgefühl zu fördern. Ja, und Persönlichkeiten wie Winston Churchill erinnern uns an die Bedeutung von Diplomatie und Dialog. Absolut. Seine Betonung von Einheit und Zusammenarbeit ist eine Lektion, die wir alle beherzigen sollten. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie wir zu einem friedlichen Zusammenleben in unseren Gemeinden beitragen können. Ja, jede kleine Tat zählt, sei es die Förderung von Freundlichkeit oder der Widerstand gegen Ungerechtigkeit. Genau. Wir alle können dazu beitragen, eine harmonischere Welt zu schaffen. Und es beginnt damit, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen und eine gemeinsame Basis zu finden. Es ist eine Reise, aber jeder Schritt, den wir machen, bringt uns einer besseren Zukunft näher. Lektion 25: Sicherheitsbedenken ansprechen. Haben Sie von den sehr unsicheren Gebäuden in unserer Gegend gehört? Ja, es ist alarmierend, dass einige Gebäude trotz ihres schlechten Zustands noch immer stehen. Dies wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Notwendigkeit angemessener Vorschriften auf. Absolut. Eine Schmiergeldzahlung ähnelt einer Bestechung, nur dass der Beamte einen Teil der Zahlung erhält, weil er Sicherheitsprotokolle ignoriert. Es ist frustrierend, wenn man bedenkt, dass Gier das Wohlergehen so vieler Menschen gefährden kann. Ja, und es unterstreicht die Bedeutung der Rechenschaftspflicht in unseren Systemen. Wir müssen uns für strengere Sicherheitsstandards einsetzen, um unsere Gemeinden zu schützen. Auf jeden Fall. Jeder hat das Recht, sich in seinem Zuhause und seiner Umgebung sicher zu fühlen. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen und auf Veränderungen zu drängen. Lektion 26: Campus Essentials. Ich habe gehört, dass es eine Buchhandlung gibt, in der Studenten ihre Lehrbücher kaufen können. Waren Sie schon dort? Ja, es ist ein toller Ort. Sie haben eine große Auswahl und es ist super praktisch für Studenten. Gut zu wissen. Es spart Zeit und Energie, wenn Sie alles an einem Ort finden. Genau. Außerdem ist es schön, lokale Unternehmen zu unterstützen, die sich um unsere Bildungsbedürfnisse kümmern. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Ressourcen schnell zur Hand zu haben, insbesondere in arbeitsreichen Semestern. Und wenn wir schon von Ressourcen sprechen, ich habe gehört, dass es auf dem Campus auch ein Gebäude für Sportunterricht gibt. Ja, es ist fantastisch. Der Zugang zu Fitnesseinrichtungen ist wichtig für einen ausgeglichenen Lebensstil. Absolut. Es ermutigt die Schüler, aktiv zu bleiben und auf ihre Gesundheit zu achten. Darüber hinaus kann die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten eine großartige Möglichkeit sein, Stress abzubauen. Lektion 27: Sportartikel Abenteuer. Normalerweise gehe ich in ein lokales Sportgeschäft, das eine große Auswahl an Ausrüstung für verschiedene Aktivitäten hat. Das klingt super. Welche Sportausrüstung bieten Sie an? Sie haben alles von Laufschuhen bis zu Yogamatten und sogar Fahrräder für alle, die gerne Rad fahren. Wow, das deckt eine Menge ab. Es ist immer gut, bei der Auswahl der Ausrüstung verschiedene Optionen zu haben. Genau. Ich finde dort oft einzigartige Stücke, die ich in größeren Ketten nicht finden würde.
Das ist ein großes Plus. Die Unterstützung lokaler Unternehmen und die Suche nach Qualitätsprodukten ist eine Win-Win-Situation. Ja, und das Personal ist in der Regel sehr kompetent, was mir hilft, wenn ich Rat suche. Ich schätze es, wenn Mitarbeiter mit Leidenschaft bei der Sache sind, die sie verkaufen. Das macht das Einkaufserlebnis viel angenehmer. Auf jeden Fall. Außerdem gibt es dort oft Sonderangebote und Aktionen, die den Einkauf noch attraktiver machen. Lektion 28: Gesundheitsbedenken. Mir ist aufgefallen, dass manche Leute immer noch zu Hause rauchen und ihre Kinder den Rauch einatmen. Das ist wirklich besorgniserregend, nicht wahr? Kinder sollten nicht unter den Konsequenzen der Entscheidungen von Erwachsenen leiden müssen. Ich stimme vollkommen zu. Die Auswirkungen von Passivrauchen können gesundheitsschädlich sein. Ja, und es ist für Eltern so wichtig, sich der Umgebung bewusst zu sein, die sie für ihre Kinder schaffen. Es regt einen wirklich zum Nachdenken über die Verantwortung an, die wir für den Schutz der jüngeren Generation tragen. Auf jeden Fall. Aufklärung und Bewusstsein können einen wichtigen Beitrag zur Änderung dieser Gewohnheiten leisten. Ich bin davon überzeugt, dass die Schaffung rauchfreier Zonen dazu beitragen könnte, dieses Problem wirksam anzugehen. Das ist eine großartige Idee. Die Förderung eines gesünderen Lebensstils kann zu einer besseren Zukunft für alle führen. Ja, und die Förderung offener Gespräche über diese Themen kann zu einem Perspektivwechsel beitragen. Lektion 29: Hotelservice-Anfrage. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, ob im Hotel ein Wäscheservice verfügbar ist? Das ist eine gute Frage. Auf Reisen ist es immer praktisch, einen Wäscheservice zu haben. Ja, insbesondere wenn Sie auf einer längeren Reise sind und Ihre Garderobe auffrischen müssen. Genau. Diese Option spart Ihnen Zeit und erleichtert das Packen erheblich. Ich stimme vollkommen zu, es würde uns ermöglichen, leichter zu packen und Übergepäck zu vermeiden. Und es ist schön zu wissen, dass man saubere Kleidung haben kann, ohne einen Waschsalon suchen zu müssen. Richtig. Außerdem haben Sie mehr Zeit, Ihren Urlaub zu genießen, anstatt sich um die Hausarbeit zu kümmern. Das ist das Schöne an den Annehmlichkeiten eines Hotels, sie können das Gesamterlebnis verbessern. Wenn Sie einen Wäscheservice anbieten, wird unser Aufenthalt auf jeden Fall viel angenehmer. Lektion 30: Vertragsprüfung. Können wir die Vertragsbedingungen noch einmal durchgehen? Sicher. Welche spezifischen Begriffe möchten Sie im Detail überprüfen? Ich möchte den Zahlungsplan klären. Es ist mir wichtig, den Zeitplan zu verstehen. Absolut, die Zahlungsbedingungen sind entscheidend, insbesondere für die Budgetplanung. Genau. Wenn ich weiß, wann Zahlungen fällig sind, kann ich meine Finanzen besser planen. Um Überraschungen zu vermeiden, ist es außerdem wichtig, etwaige Strafen für verspätete Zahlungen zu bestätigen. Ja, ich möchte am liebsten alles klar vor Augen haben, damit es später keine Missverständnisse gibt. Das ist ein kluger Ansatz. Eine klare Kommunikation kann potenzielle Probleme im weiteren Verlauf verhindern. Ich stimme zu. Wenn wir jetzt gründlich sind, sparen wir in Zukunft Zeit und Mühe.